es geht mal wieder in eine neue Runde. Und da der Christian ja schon vorgelegt hat, seine Japaner vorzustellen für die Pazifik-Kampagne, werde ich das gleiche jetzt mal mit meinen US Marines machen. Das wird keine generelle Vorstellung der Amerikaner, sondern eigentlich nur eine Vorstellung für die Marines der Kampagne. Die restlichen Amerikaner werden wir nochmal gesondert vorstellen, da das ja einen ziemlichen Zuspruch von euch bekommen hat. Und ich denke, da können wir ein gesondertes Video rausmachen, weil es hier eigentlich nur um die Kampagne erstmal gehen soll. So, die Kampagne selber basiert auf einer Kriegsschauplatzliste aus dem amerikanischen Hauptbuch, was ich hier habe. Und wir spielen unsere Kampagne ja um die Insel Guadalcanal. Dementsprechend gibt es eine Liste in dem Buch, die genau diesen Schauplatz ja auch behandelt. Die Schauplatzliste ist sehr beschränkt in dem, was ich einsetzen kann. Und nach ein bisschen Recherche zum Teil auch sehr begrenzt in dem, was ich so mitnehmen kann. Wir haben den Anspruch, eigentlich historisch zu spielen. Unsere Kampagne ist natürlich historisch fiktiv, weil wir nicht wissen, wie sie ausgeht. Aber wir versuchen uns so nah am Historischen zu halten, wie es geht. Ja, da werde ich jetzt mal etwas näher drauf eingehen, wie wir im Early War auf Guadalcanal unsere Schlachten austragen. So, hier sehen wir mal eine typische US Marine Early War Einheit, die aus einem NCO mit oder ohne MP besteht. Standardgewehr ist natürlich das Gewehr, wie immer. Dann hat man die Auswahl von einer Bar, von Gewehren und man kann in die Einheiten zum Teil noch MPs reinnehmen. Die sind aber sehr begrenzt im Early War. Ich setze eigentlich immer den NCO mit einer MP ein, um ein kleines bisschen im Nahkampf was zu haben. Setze generell eigentlich 2 Bars ein, da die Truppenorganisation im Early War im Grunde genommen so war, dass in einer so einer Truppe 2 Gruppen bestanden haben, die immer mit einem Barschützen, einem Gewehrschützen, einem Karabinerschützen waren, und im weiteren Kriegsverlauf hat sich das dann irgendwann mal angepasst, aber das hören wir dann gleich. Die Marines sind leider im Early War auf 8 Figuren begrenzt. Das heißt, man kann als Standard 5 reguläre Soldaten mitnehmen, also ein NCO plus 4 reguläre Soldaten, und kann das mit 3 Figuren erweitern und kann hier dann entsprechend 2 Bars mitnehmen, bis zu 3 MPs inklusive dem NCO, soweit ich das noch im Kopf habe. Und ja, das ist so meine reguläre Standardeinheit, die ich in der Kampagne führe, die natürlich gegen die japanischen Rieseneinheiten so gut wie nicht anstinken können. Eine gute Taktik habe ich bisher nach unseren Spielen noch nicht so wirklich gefunden. Los drauf und Nahkampf geht mit diesen kleinen Einheiten gar nicht, wenn ich gegen so riesen japanische Blöcke anlaufen muss. Und die Taktik mit vielen kleinen Trupps immer da drauf zu schießen, ist dank der Banzai-Regel leider auch sehr begrenzt eine Taktik. Versucht habe ich das schon, natürlich die japanischen Truppen zu pinnen oder schwer zu pinnen, dass die nicht mehr so schnell in den Nahkampf können, aber das ist ja leider nicht so wirklich gut möglich. Dementsprechend suche ich noch nach der richtigen Taktik, um mit diesen Einheiten dort richtig was auszurichten.
So, kommen wir zur nächsten Einheit, die in den US Marine Listen mit drin ist. Das sind die Raider-Einheiten, die etwas besser aufgestellt sind. Sie sind generell altgedient und nicht nur regulär wie die Early War Marines. Haben eine etwas bessere Stärke, wenn man den Trupp voll ausbaut. Hier kann ich anstatt 8 Miniaturen 10 aufstellen. Und sie haben auch eine etwas bessere Ausrüstung, die sie mitnehmen können. Erstmal kann man den NCO mit einer Submachine Gun ausstatten. Zusätzlich kann man 2 der Soldaten mit einer MP ausstatten. Stimmt nicht, 3 Leute, also man kann insgesamt 4 MPs mitnehmen. Man kann 3 Bars in diesen Trupp reinstecken, was schon ziemlich mächtig ist, dank der Sonderregel der Amerikaner, zu denen wir gleich noch kommen. Und 3 Schrotflinten. Und jeder von ihnen kann eine Pistole bekommen. So, da müssen wir vielleicht mal kurz ein bisschen ausholen. Was bringt die Pistole, was bringt die Shotgun und was bringt mir bei dem Amerikaner das Gewehr? Der große Vorteil der Amerikaner ist ja, dass sie die Sonderregel haben, dass sie sich bewegen und schießen können ohne Malus. Das ist schon mal sehr großartig. Das geht mit der Bar als auch mit dem Gewehr. Der große Nachteil ist natürlich, dass die Gewehre als auch die Bar keine Sturmregel haben. Sprich, die Tough Fighter Regel, wie sie früher hieß, wird im Nahkampf nicht angewendet. Die MPs haben die natürlich automatisch. Jetzt kann man jede dieser Figuren mit einer Pistole ausrüsten. Dadurch erhält man auf 6 Zoll auch wieder diese Sturmregel. Das heißt, für den Nahkampf sehr gut. Wäre auch eine Option gegen die netten Japaner. Die Shotgun an sich hat auch die Sturmregel, hat aber den großen Nachteil zum Gewehr, dass sie nur 18 Zoll weit schießt. Das ist natürlich etwas begrenzt. Ja, jetzt können wir sagen, wir spielen viel im Dschungel mit viel Sichtblocker. Da nehme ich doch lieber die Schrotflinte mit anstatt dem Gewehr. Aber die Schrotflinte kostet 3 Punkte, gibt die Sturmregel und verkürzt die Reichweite. Warum statte ich dann nicht lieber meine Marines mit einem Gewehr und einer Pistole aus? Das kostet mich nur 1 Punkt zusätzlich. Und ich habe noch den Effekt, dass ich keinen Malus beim Bewegen von der Sonderregel der Armee bekomme. Tja, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, wie er das spielt. Ja, kommen wir zu der nächsten Einheit, die ich für ziemlich cool und mächtig finde oder erachte. Das ist ein Wardog-Team, beziehungsweise ein Wardog mit seinem Führer. Diese japanischen Einheiten, die sich so viel immer verstecken, die können mit diesem Wardog-Team in einer höheren Reichweite aufgespürt werden. Sprich, innerhalb von 24 Zoll wird der Hidden-Status aufgedeckt, was für den Dschungelkampf eine sehr mächtige Geschichte ist. Eingesetzt habe ich ihn bisher leider noch nicht, nur theoretisch im Kopf durchgespielt, weil diese Miniatur ich noch nicht lange besitze. Man sieht es ja leider an der unfertigen Farbe, die die Miniatur noch hat. Da muss ich noch definitiv nachbessern. Leider seht ihr ja gleich noch ein bisschen mehr, was noch nicht bemalt ist. Das heißt, unsere Pazifik-Kampagne wächst auch mit unseren neuen Miniaturen und Modellen. Und man kann diese Hunde mit ihren Führern
alleine einsetzen, sprich ein Hund, ein Führer, oder das Team mit 3 zusätzlichen Hunden mit Führern aufplustern. Und pro Zug darf man eine dieser Einheiten mitnehmen. Das finde ich schon vom Zug ziemlich gut, und ich denke mal, ein so ein Hundchen wird in nächster Zeit in jeden meiner Züge Einzug halten. So, kommen wir zu einer nächsten Einheit, die mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist jetzt eine Bazooka-Figur, allerdings spielen wir unsere Pazifik-Kampagne nicht nur mit den beschränkten Mitteln des Hauptregelwerkes für die Amerikaner, sondern benutzen auch das Empire in Flames Buch und das neue Campaign Marina and Palu Islands, um entsprechend ein bisschen Flexibilität und ein bisschen mehr Stärke für die Marines daraus zu ziehen und natürlich auch für die Japaner. Sämtliche Einheiten, die in diesen Büchern stehen, können wir in unseren Kampagnen einsetzen, wenn sie zu der entsprechenden Ära passen. Und deswegen stelle ich jetzt hier mal den Schultermörser vor. Das ist eine Einheit, die im Grunde genommen auch als Team besteht. Sprich, der Ladeschütze fehlt. Der muss ja immer schön die Munition hinten reinpusten, damit der Mörser immer schön gefüllt ist. Und dieser Mörser kann für ein paar Punkte eine 2 Zoll Mörsergranate verschießen. Aber, jetzt kommt der Hammer, nicht nur indirekt, wie es der Mörser kann, sondern direkt wie ein Haubitze. Das ist ziemlich mächtig und auch was gegen große japanische Einheiten. So, kommen wir nun so langsam Richtung Mid- und Late War. Das wäre meine Auswahl für den Mid- und Late War. Das heißt, das ist ein Standard-US Marine-Trupp mit Late War, der nach einer neuen Organisation fungiert. Es gibt hier einen NCO und 3 sogenannte Kampftrupps, die immer entsprechend eine Bar dabei hatten und entweder 3 Gewehrschützen oder entsprechend gegebenenfalls noch eine MP dabei, die dann entsprechend 3×4 zählten, plus den NCO. Das heißt, wir kommen auf eine maximale Stärke von 13 US Marines in einem Trupp. Das konnte man dann oder kann man auswählen als regulär oder altgedient. Da hat man natürlich den Veteranenstatus dabei und sie werden auch nicht mehr ganz so schnell weggeschossen wie die Early War Marines, die man nur regulär kaufen kann. Entsprechend hat man da einen etwas besseren Punch, um gegen die riesigen, der macht hier gerade Feindflucht, um die riesigen Trupps der Japaner etwas besser zu stoppen. Und diese Trupps kann man ausrüsten mit bis zu 3 Bars. Man kann bis zu 3 von den Schrotflinten mitnehmen. Bis zu 3 Miniaturen können zusätzlich zum Gewehr oder zur Waffe eine Pistole erhalten. Dementsprechend kann man auch im Nahkampf ganz gut was machen. Und bis zu 4 Miniaturen inklusive dem NCO, glaube ich, können eine MP bekommen. Das heißt, man wird hier viel flexibler, kann die Trupps entsprechend auf Nahkampf, Fernkampf oder relativ ausgeglichen ausrüsten und ja, da würde ich sagen, die Japaner können kommen. So, und dank dem Kampagnenbuch Mariana und Palu Islands bekommen wir im Mid- und Late War nochmal eine zusätzliche Auswahl. Die sogenannten US Marine Assault Squads, die
als Grundausstattung mit 4 Mann daherkommen, wovon 2 Leute eine Bar haben, 2 Leute ein Gewehr haben, ein Mann eine Bar hat und im Trupp ein Flammenwerfer mitläuft. Das finde ich ziemlich mächtig, vor allem, weil man diese Trupps um 9 Figuren vergrößern kann. Lalala. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Nein, einer ist zu viel. So, du kommst wieder weg. So, damit hätten wir dann eine Komplettzahl von 13 Miniaturen. Wobei, wenn man sie voll ausstattet, bis zu 3 eine Bar haben, weil man 2 Leute noch zusätzlich mit Bars ausstatten darf. Und der NCO eine MP haben darf. Und man 3 Leute noch mit einer Pistole ausstatten darf. Und jetzt kommt der Knaller. Diese Trupps haben automatisch Anti-Tank-Grenades mit dabei. Das heißt, ja, eigentlich alles drin, was man braucht, um Japaner zu rüsten. So, und da wir unsere Marines auch in irgendeiner Weise an Land bringen müssen, da wir ja eine Insel erobern möchten, brauchen wir auch entsprechende Transportmittel. Und meine Wahl fällt da auf die diversen Landungsboote, die es da gibt. Eins der Hauptlandungsboote ist das Landing Craft Personnel oder auch Higgins-Boot genannt. Das kann bis zu 36 Leute oder einen Jeep und 16 Infanteristen fassen. Dazu kann man dieses Boot ausrüsten mit entsprechenden MGs. Das sind MMGs in diesem Fall, bis zu 2 Stück, die entsprechend die Front als auch auf dieser Seite links und rechts schützen können. Und die sollte man auf alle Fälle auch ausrüsten. Die Fahrzeuge sind leider slow. Das bedeutet, sie bewegen sich auf dem Wasser wie ein Kettenfahrzeug voran, aber können halt keinen Run machen. Dementsprechend ja, ist man schon, je nachdem wie weit die Wasserstrecke ist, die man überbrücken muss, sehr eingeschränkt. Das heißt, man sollte diese Fahrzeuge mit Bedacht einsetzen, da sie auch nur einen Damage Value von 6 plus haben. So, kommen wir zu der zweiten Auswahl, die für mich auch sehr viel Sinn macht. Ab und zu möchte man ja auch schon mal einen Panzer mitnehmen. Dementsprechend gibt es auch ein Landing Craft Mechanized. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir einen Panzer bzw. ein Fahrzeug mit einem Damage Value von 9 plus mitnehmen können. Was den großen Vorteil hat, dass man dann entsprechend auch mal etwas schweres Gerät gegen die Japaner führen könnte. Wenn man Softskin Vehicle mitnehmen möchte, sprich Jeeps, könnte man hier 2 Fahrzeuge hineinmachen. Alternativ sollte man auch hier wieder die obligatorischen MMGs ausrüsten. Diese MMGs kann man zur Not sogar zu HMGs umrüsten, was da gerade bei Fahrzeugen schon Sinn machen würde, wenn man irgendwelche Fahrzeuge gegen sich hat. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Option. Ich zauber mal eben. Und wusa! Schon haben wir 100 Infanteristen im Boot. Das ist das, was das Landing Craft hier in diesem Fall an Infanteristen transportieren könnte. Das ist natürlich schon eine ziemliche Macht. Man hofft natürlich dann, dass das Boot auch nicht abgeschossen wird. Das täte nämlich ganz schön weh. Ja, dieses Landing Craft, wo wir beim Abschießen sind, hat einen Schadenswert von 7 plus und dementsprechend etwas haltbarer als das kleine, was nur den 6 plus Schadenswert hat. Jederzeit auch gerne genommen,
ist eine etwas schwerere Unterstützung. Ja, schwerer, natürlich für Early War schwer, ist der Schwimmpanzer LVT-1 Alligator, der mit 7 plus Schadenswert daherkommt und mit einer leichten Pack mit einem koaxialen SMG ausgestattet ist und im Heck 2 Kaliber 30 Browning MGs hat, die von einem Kanonenschild begleitet werden. Und das ganze Fahrzeug hat den großen Vorteil, dass es wie sein späterer Bruder, der LVT-4 Buffalo, im Grunde genommen amphibisch ist. Das heißt, wir haben hier einen Schwimmpanzer. Der große Vorteil von so einem Schwimmpanzer ist natürlich, dass die beiden Boote, die wir gerade vorgestellt haben, von dem gerne begleitet werden kann, da das so das einzige Fahrzeug ist, was man an so eine Insel ranbekommt, ohne dass man eins der Boote beladen muss. Weil der große Nachteil ist natürlich, wenn so ein Landungsboot im tiefen Wasser abgeschossen wird, macht der Panzer blüpp. So, was man dann noch einsetzen kann, oder ich gerne tue, das ist der M3A1 Stuart. Ein leichter Panzer mit einem Schadenswert von 8 plus, einer leichten Pack, einem koaxialen MMG und einem Front-MMG. Der wurde wirklich auch auf Guadalcanal eingesetzt und ja, ist schön wendig für den Dschungel. Kann man ganz gut einsetzen. Der große Vorteil ist hier, dass man für 10 Punkte den Panzer noch zum Aufklärer machen kann. Das hat ja den charmanten Vorteil, dass man zwischenzeitlich seinen Panzer mal retten kann. Der große Nachteil ist, da wir Early War spielen, ist der Panzer die A1-Variante. Die A1-Variante hat den großen Nachteil, dass er durch die Nietenkonstruktion noch anfällig ist. Entschuldigt das Aussehen des Panzers, den habe ich mal gebraucht gekauft. Dementsprechend ja, musste ich erst die schlimm verunstalteten Ketten wieder entkratzen und dementsprechend betrachtet man den Panzer hier sehr lediert. So, als nächste Option habe ich hier einen Truppentransporter oder ein Aufklärungsfahrzeug, je nachdem wie man das Fahrzeug einsetzt. Das ist der Panzerspähwagen M3, White Scout Car auch genannt. Ja, der hat den großen Vorteil, dass wenn ich ihn als Transporter benutze, dort ein kompletter Early War Marine Trupp reinpassen würde und man dann auch mal etwas schneller nach vorne kommen kann, wenn man irgendwelche Missionsziele halten bzw. erobern möchte. Das Fahrzeug hat einen Schadenswert von 7 plus und ja, wird generell erstmal mit einem schweren Maschinengewehr in der Front und zu den Seiten. Das stimmt nicht, das ist gar nicht Front und Seite, sondern das ist ein pivotiertes MG, fällt mir gerade ein. Ja, mit 360 Grad Winkel finde ich immer gut, kann man gut nutzen. Das Fahrzeug kann zusätzlich links und rechts noch mit einem MMG ausgestattet werden, welches dann entsprechend links und hinten oder rechts und hinten abdeckt. Die sind leider nicht 360 Grad fähig und dementsprechend halt auch nur eine Option. Die MMGs würden auch entsprechend 15 Punkte zusätzlich pro Stück kosten. Das Fahrzeug selber kostet 88 Punkte regulär. Ja, ist nicht gerade billig für so einen Transporter, aber ja, so viele Optionen transportertechnisch gab es leider im Early War nicht. Dementsprechend setze ich das eigentlich ganz gerne ein. Dann haben die Ingenieure einen Turm vom M8 Scott draufgeschraubt. Dementsprechend haben wir dann die Möglichkeit, eine leichte Haubitze zu schießen und ein pivotiertes SMG oben drauf zu schrauben, was für manche Situationen auch keine schlechte Option ist. Und ansonsten bleiben die Werte gleich wie beim LVT-1. Es ist ein 7 plus Schadenswert,
Er kann sich amphibisch bewegen durchs Wasser und ja, ist auch ein mächtiges Fahrzeug. Ja, hier der Truppentransporter meiner Wahl im Late War, der LVT-4 Buffalo, genauso wie die anderen LVTs, auch Schadenswert 7+. Und amphibisch. Das Tolle bei dem Fahrzeug ist, dass er noch 24 Marines mitnehmen kann. Sprich, wenn man 3 von den Fahrzeugen hat, so wie sie hier stehen, dann kommt man schon mit seinem kompletten Platoon an Land. Der große Vorteil ist natürlich, dass man gleichzeitig sehr mobil ist, gut vorankommt und ich denke auch relativ gut geschützt ist gegen die kleinen hässlichen Japaner. So, abschließend haben wir noch 2 Einheiten, die ich auch noch sehr gerne mitnehme oder auch ganz einfach ja, fühle. Das ist die leichte Haubitze und die leichte Pack. Ja, im Dschungelkampf und durch Gebirge und durch Sandflächen und hast du nicht gesehen, finde ich immer schwere Geschütze, ja, gab's auch, aber finde ich für Bolt Action in dem Fall, ja, haben einen leichten Beigeschmack, weil sie natürlich schwer zu transportieren sind. Sehr wenige Transportfahrzeuge da waren und man da doch eher meines Erachtens auf leichte Kost greifen sollte. Ja, die immer relativ gut auch bezahlbar sind und eigentlich ihren Mehrwert gegen die Infanterie als Haubitze, als auch Pack gegen die leichten Panzer der Japaner eigentlich sehr gut ihren Effekt bringen. Deswegen, ja, das auch definitiv in meinem Platoon, in meinen Zügen oft vertreten. Ja, so, jetzt hier mal zum Abschluss. Ja, mein Fazit zu den Marines. Ja, sie sind eine sehr flexible Truppe. Sie füllen halt kein eigenes Armeebuch. Dementsprechend sind sie halt als Unterkategorie in den Amerikanern natürlich drin. Ja, manchmal sehe ich den Pazifik wirklich sehr losgelöst von den anderen Schauplätzen und ja, denke, sie hätten eigentlich mal eine vernünftige Zusammenfassung bekommen sollen, wie Australier oder andere Sachen, um das in eine eigene Armeeliste vernünftig reinzumachen. Leider sind es halt nur die Schauplatzlisten, die es hier gibt und ja, da müssen wir leider mit leben. Aber vielleicht kommt da ja noch irgendwas in naher Zukunft. Zu wünschen wäre es schon. Ja, abschließend ist halt noch zu sagen, ihr seht ja noch eine Masse Grau und Holz bei meinen Fahrzeugen. Einige Figuren sind auch noch nicht so wirklich angemalt. Aber vielleicht kommt da im Nachgang auch mal hier und da ein entsprechendes Showcase, dass wir einfach mal zeigen, wenn wir wieder irgendwas fertiggestellt haben. Vielleicht auch mal irgendwann so ein bisschen, ja, wir brauchen ja noch so ein bisschen Gelände, dass wir auch die Geländesachen so ein bisschen darstellen, wie wir sie gemacht haben. Ich bin immer Vertreter von so einfach wie möglich und den besten Effekt damit erzielen. Und naja, vielleicht könnt ihr da ja den einen oder anderen Tipp auch noch mit abgreifen. Und ja, würde im Nachgang jetzt einfach sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wir sind natürlich historisch gesehen nicht immer hundertprozentig auf dem richtigen Dampfer. Das kann gut sein, dass das eine oder das andere vielleicht auch schon mal nicht ganz gerade ist. Deswegen seht es uns nach und ja, schaltet einfach beim nächsten Video wieder ein. Irgendwann wird die Zunge schwer. Macht's gut!